Nun ist es soweit. Der Frank für den MG4 ist nun endlich fertiggestellt. Mit diesen erfreulichen Nachrichten möchte ich euch begrüßen zur Produktvorstellung des Franks für den MG4. Ich öffne mal die Motorhaube. Der Frank ist nämlich schon eingebaut. Wie ihr sehen könnt, ist er relativ geräumig geworden. Ich muss aber gestehen, bei der Produktentwicklung war es für mich nicht so einfach, weil relativ viele Varianten beim MG4 aufgetaucht sind. Eben mit Wärmepumpe, ohne Wärmepumpe, mit Dämmung hier herinnen und so weiter. Deswegen mussten wir natürlich den Frank so anpassen, dass er für alle Varianten des MG4 passt. Ja, ich gebe mal die Sachen heraus. Im linken Bereich lege ich gerne das Ladekabel herein. Das Netz kann man natürlich aushängen. Lege ich gerne das Ladekabel hinein, weil hier der Frank etwas tiefer ist und dann kann man den Typ 2 Stecker recht gut reingeben. Und im rechten Bereich passt noch die Tasche Large relativ gut hinein und dann kann man den Ladeziegel oder andere Sachen hier hereingeben. Ja, ich habe noch in den Zwischenteil des Netzes einen Rollmeter reingetan, weil ich ihn jetzt genau brauche, um die Abmessungen des Franks euch zu demonstrieren. Er ist in der Breite knapp 88 cm, im Innenbereich 85 cm, nach hinten außen 50 cm und im Innenbereich 45 cm. Und von der Tiefe her variiert er etwas. Hier haben wir zum Beispiel 15 cm, hier 13 bis 14 cm. Und er variiert, weil er eben jeden Kubikzentimeter des Stauraums im Motorraum eben ausnützen sollte. Bevor ich nun den Frank zu Demonstrationszwecken kurz herausnehme, möchte ich noch auf einige Produkteigenschaften des Franks eingehen. Der Frank ist aus ABS V0, so nennt sich dieser hochwertige Kunststoff, aus ABS V0 gefertigt. Dieser Kunststoff hat die Eigenschaft, dass er nicht brennt. Er glost nur, falls Flammeinwirkung eben beim Frank passiert. Und das ist doch sehr wichtig, dass man nichts Brennbares im Motorraum eben einbaut, falls doch einmal ein Auto zu brennen beginnen sollte, was ja Gott sei Dank bei Elektroautos sehr, sehr selten der Fall ist. Aber falls das doch passieren sollte, dass man keinen Angriffspunkt der Versicherung gibt, dass die Versicherung sagen kann, da ist irgendetwas eingebaut, was eben den Brand unterstützt hätte. Okay, ich werde auch oft gefragt, warum man keinen Deckel beim Frank machen. Einerseits müssten wir durch den Deckel noch mehr Abstand zur Motorhaube machen und das würde das Volumen des Franks noch wesentlich einschränken. Und andererseits ist er absolut nicht notwendig und eher lästig, weil man noch extra etwas aufmachen muss. Er ist deswegen nichts notwendig, weil man ja sieht, dass kein Spritzwasser oder dergleichen über die Motorhaube in den Frank reinkommt. Der einzige Schmutz, der vielleicht in den Frank reinkommt, ist meistens eben mit dem Ladekabel, mit dem schmutzigen Ladekabel, dass man einen Schmutz einbringt. Das ist auch der wesentliche Vorteil der Einbauvariante des Franks. Wenn er mal schmutzig sein sollte, nimmt man ihn einfach heraus, wäscht ihn aus, setzt ihn wieder ein. Das ist in wenigen Sekunden erledigt. Gut. Ein weiteres Detail vielleicht, dieser Aufkleber. Wir haben zusätzlich eben für die Feuerwehr einen Aufkleber angebracht, dass falls die Feuerwehr den Hochvoltbereich des Fahrzeugs unterbrechen muss, hier sieht man unten diesen Stecker für die Unterbrechung des Hochvoltbereichs, dass die Feuerwehr sofort sieht, aha, da unten ist der Stecker und man muss ihn nur kurz anheben und dann kommt man schon zum Stecker. Dann demonstriere ich euch noch kurz den Einbau bzw. das Einsetzen. Fürs Einbauen gibt es dann ein eigenes Video. Der Frank ist nämlich nur eingesteckt. Eben mit unten liegenden Gummipuffern und hier eingeschraubten Kugelbolzen wird der Frank einfach aufgesetzt, richtig positioniert und mit einem leichten Druck wird er dann auf diesen Kugelbolzen befestigt. Und das war es auch schon. Gut, das ist jetzt der erste Prototyp. Und wir werden jetzt unser Tiefziehunternehmen beauftragen, in die Serie zu gehen
und in wenigen Wochen werden wir das Produkt ausliefern können. Das genaue Auslieferungsdatum werden wir euch einblenden, das weiß ich jetzt noch nicht, das muss ich erst absprechen mit dem Tiefziehunternehmen und dann geht es schon los mit der Auslieferung, beziehungsweise ihr könnt dann die Produkte bestellen, wenn es euch interessiert. Soweit, so gut. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem MG5, vielleicht mit eingebautem Frank. Euer Josef von der Firma Frank.at.